Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf dem Level 1 Projekt-Account auf W55. Und ja, ich bin ein bisschen fortgeschrittener auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier mittlerweile 158 Intelligenz und 150 Ausdauer geknackt. Ein paar Nebenattribute haben wir auch schon. Es ist allerdings sehr, 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 sehr mühselig, und wenn man halt relativ viel in kurzer Zeit schaffen will, dann braucht man auch relativ viele Pilze, um sich halt hoch und runter zu farmen, um halt eben auch Gold zu farmen. Ihr seht, die Skillpunkte sind mittlerweile ziemlich teuer. Ja, pro Angriff bekommt man 1 Gold. Das heißt, wir müssen hier schon 28 Mal angreifen und jedes Mal ein Gold farmen, damit wir hier einen einzigen Skillpunkt zusammenbekommen für das Nebenattribut. Hauptattribut ist mittlerweile schon noch teurer, ne? Und ja, das ist ziemlich zeitintensiv, kann ich euch sagen. Und wir befinden uns ja hier auf W55, das ist ja mein Level 1 Projekt-Account für W60. Ja, da wollen wir das Projekt ja komplett durchziehen, und ich hatte mir aber nochmal so überlegt, ob ich es wirklich auf W60 machen sollte oder vielleicht nicht sogar einen Server schon früher auf W59. Denn ich habe nämlich ein bisschen da dann gedacht, dass ja W60 wahrscheinlich ein großer Hype-Server wird. Deswegen wollte ich eigentlich auch mit dem Projekt dort durchstarten. Aber ich gehe mal von aus, dass auf W60 viele Leute tryhard richtig durchböllern wollen. Und deswegen der Anklang vielleicht nicht ganz so groß da ist, für so eine Projektgilde auf dem Server zu präsent zu sein. So. Deswegen hatte ich mir überlegt, vielleicht, da schon wahrscheinlich viele Projekte auf W60 geplant werden und da wahrscheinlich viele Pilze fließen werden, vielleicht verschiebe ich den Server auf W59. Dort wäre dann nicht ganz so viel los. Dort sind die Projekte wahrscheinlich dann auch nicht so heftig. Und dann kann man da halt immer noch eine Level 1 Gilde erstellen. Und auf W60 kann man dann trotzdem noch seine Projekte verfolgen, die man vielleicht schon vorhatte. Ich persönlich habe jetzt noch keine, aber ich kann mir vorstellen, dass auf W60 viele ausrasten werden. Deswegen frage ich einfach mal die Allgemeinheit, wie sieht es bei euch aus? Ich habe ein Strawpool erstellt, der ist in den Kommentaren oder auch in der Beschreibung verlinkt, und dort könnt ihr abstimmen, welchen Server wollen wir nehmen für das Level 1 Projekt. Wollen wir auf W59 spielen oder wollen wir auf W60 spielen? Das ist so die Frage an euch. Wollte ich euch einfach mal befragen, wie es bei euch aussieht, so projektmäßig, ob ihr schon was geplant habt, vielleicht für W60, und man das Ganze eventuell auf W59 verschiebt. So, da könnt ihr gerne mal abstimmen. Bin gespannt auf das Ergebnis. Es wäre übelst cool, weil ich gehe mal von aus, auf W60 starten halt viele Gilden, die halt überall schon auf Servern dominant sind, und meistens werden da ja immer die runden Server dann dafür auch genommen, und das ist dann auch verständlich, weil die Server ja auch meistens dann immer ein bisschen gehypter sind und auch ein bisschen mehr Bandbreite haben, beziehungsweise die Konkurrenz größer ist und auch die Langlebigkeit natürlich auch ein bisschen besser ist. So, deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn man da vielleicht einen Server vorzieht. So. W60 wäre halt cool, weil es halt eben W60 ist, so, ne? Aber im Prinzip kann man das Ganze ja jetzt auch schon so oder so durchziehen. Man kann es jetzt auch schon auf W55 durchziehen, so ist es nicht. Ich möchte halt nur möglichst viele Leute da am Start haben, die dann halt auch mit mir dann zusammenspielen, ne? Was weiß ich, YouTuber, Streamer, Creator, und möglichst dann weiß ich nicht, das wäre halt cool irgendwie, wenn man, ich hatte es ja schon mal erwähnt, wenn es mehrere Stufe 1 Gilden gibt, die sich untereinander battlen auf dem Server. Auf W60, wie gesagt, denke ich mal, starten viele Top-Gilden. Es wäre nice, wenn auf W59 viele Top-Gilden starten würden mit diesem Stufe 1 Projekt und dann sich gegenseitig halt auf die Mütze hauen, so wie es jetzt auf den großen Servern ist, nur halt eben jetzt auf einem kleinen Server, und dann halt eben Top-Gilden gegeneinander kämpfen in Stufe 1er Accounts, so, ne, und da eine interne Gildenliste führt auf so einem wahrscheinlich sehr schwachen Server, wie es W59 wird, weil es halt eben der Server ist vor W60, und da sind die Server meistens immer ein bisschen schwächer, und ja, das wäre, finde ich persönlich, auf jeden Fall interessant. Ich finde so ein Stufe 1 Account schon interessant an sich.
und sich dann noch so ein bisschen zu betteln gegenseitig, das hätte schon was auf jeden Fall. Ich muss halt nur dazu sagen, dass es halt sehr, sehr krass mühselig wird mit der Zeit, denn ihr habt gesehen, ich habe jetzt mal so ein bisschen abgefarmt und kam jetzt nicht mal auf mein Nebenattribut, dass ich das irgendwie einmal skillen konnte, und ist halt schwierig zu sehen, wie man das dann in Zukunft weitermachen könnte. Es gibt eine Taktik, die hatte der Nunu aus unserer Gilde hier, der Raid-Boss, ich weiß jetzt nicht gerade, wo er ist. Der ist auf jeden Fall, also der nimmt das Projekt ziemlich ernst. Das finde ich sehr cool. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, er hat hier schon deutlich mehr Punkte, auch in den Nebenattributen und so. Und er hat auch eine Taktik im Discord-Server geschrieben, dass man, es gibt ja verschiedene Kalenderarten so, ne? Und im Prinzip braucht man bei diesem Level 1 Projekt, da man ja eh nicht diesen Aufstieg nutzt, braucht man einen Kalender-Cycle gar nicht komplett durchgehen, wenn man nicht zufällig irgendwie gerade auf einen Trank scharf ist. Ich will mir jetzt diesen Intelligenztrank holen und danach werde ich dann auch diesen Kalender resetten. Und das Wichtigste ist eigentlich nur, dass wie gesagt, es gibt ja verschiedene Kalenderarten und es gibt dann in jedem Kalender auch verschiedene Attributpunkte, die hier halt gepusht werden. Hier ist es jetzt zum Beispiel die Ausdauer. Das heißt, wenn man jetzt hier quasi an Tag 2 das Fältchen nehmen würde, könnte man quasi diesen Kalender komplett beenden und den nächsten Kalender dann somit anfangen und dort wieder bis zum Attributpunkt durchcyclen bzw. die Tage ablaufen lassen, weil das sind halt die Punkte, die ihr am Ende braucht auf eurem Level 1 Char, weil ihr anders gar nicht großartig an Gold kommt, und deswegen nimmt euch dieser Kalender halt mit den Attributpunkten ziemlich viel ab. Deswegen ist es unklug, die komplett durchlaufen zu lassen, weil, wie gesagt, ihr steigt eh nicht auf hier dadurch, und Gold kriegt ihr durch die einzelnen Felder auch nicht so viel. Das Einzige, was halt sinnvoll ist, wenn man einmal komplett XXL-Pots haben will für Raids oder sowas, das kann man machen, aber ansonsten wäre es sinnvoll, nach den Attributpunkten den Kalender liegen zu lassen und den nächsten Tag dann anzufangen. Wäre sehr sinnig, wenn man das machen würde, weil das ist ja im Prinzip, ist es Gold, was ihr euch dadurch spart, es sind Stat-Punkte, die ihr dadurch gewinnt. Und wenn ihr mal jetzt zusammenzählt, was man hier an Pilze investieren muss für einen einzigen Skill-Point, dann kommt da schon ziemlich was zusammen. Ja? Ich hatte mal so ungefähr gerechnet, es sind roundabout jetzt so um die 50 Pilze, glaube ich, mit sich droppen lassen und wieder hochkämpfen, um dann halt Gold von denen halt auch abzufarmen und so. Und das ist sehr pilzintensiv, wenn man das so machen möchte. Man muss es nicht. Man kann es halt auch Free-to-Play machen, aber dann müsst ihr halt euch auch übelst lange droppen lassen, ne? Weil so ein Angriff halt 10 Minuten kostet, und dann müsst ihr euch dann halt auch wieder hochfarmen, so, ne? Und das kostet ja dann auch nochmal immer 10 Minuten pro Angriff, und da kann man einige Zeit mit verbringen. Das ist so ein bisschen das Manko von dem Level 1 Projekt. Ich habe das Gefühl, dass es relativ schnell an einen Punkt kommen könnte, wo es dann langsam nicht mehr weitergeht. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte hier, ne? Trotzdem kann man hier und da immer noch ein bisschen was rausholen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Accounts hat man, die man so abfarmen kann. Ich hatte ja jetzt netterweise, vielen lieben Dank, durch ein paar Leute, die sich auch Accounts erstellt haben. Hier, der Tidus hatte mir das auch angeboten gehabt. Der ist aber, glaube ich, mittlerweile auch einfach zu stark. Die haben halt so ein paar Accounts erstellt, und die kann ich halt jederzeit abfarmen. Ja, und dort ist das Goldlager hier und die Sparkatze, ne? Und deswegen, darüber beziehe ich momentan gerade mein Gold, über die 2 Accounts. Wenn man jetzt noch ein paar mehr Accounts hat, kann man da noch ein bisschen vielleicht mehr mit anfangen. So, jetzt haben wir gerade so durch diese ganzen Angriffe einen Skillpunkt gemacht, und das ist, wie gesagt, ganz schön pilzintensiv, ne? Und trotzdem sehr interessant. Ansonsten werden wir jetzt, denke ich mal, diese Woche anfangen, so langsam den allerersten Raid zu starten. Und der Breezox, der wird jetzt auch so langsam auf Stufe 50 leveln. Ich werde Ihnen da Bescheid sagen. Ansonsten, falls du es wieder sehen solltest, kannst du schon mal langsam anfangen. Und dann werden wir sehen, dass wir irgendwann den ersten Raid bezwingen können.
Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen gehabt, eventuell ein paar Angriffe zu machen, aber so ein Gildenangriff, und das sind ja Sachen, an die denkt man normalerweise gar nicht, weil man startet normalerweise einfach so einen Gildenangriff und dann ist gut. Ne? Aber ein Gildenangriff kostet halt auch einfach mal 100 Gold. So, und bekomm mal hier 100 Gold zusammen. Das ist quasi fast gar nicht großartig möglich, weil jedes Mal, wenn du Gold gewinnst, musst du dich auch wieder droppen lassen, weil du zu hoch in der Ehre bist und dann verlierst du auch wieder Gold irgendwo. Ne? Und das ist halt, ja, schwierig, da dann irgendwo auf 100 Gold dann zu kommen, die man sich anspart für einen einzigen Fight in der ja, Ehrenhalle, und das bringt uns ja nicht mal großartig was. Was uns ein bisschen bringen würde, wären halt so die Raids, ne? Stat-Punkte mäßig, wenn wir da ein bisschen was besiegen könnten. Wenn der Breezok Stufe 50 ist, dann könnte er da, denke ich mal, ein bisschen was finanzieren an Angriffen, sowohl Raid-mäßig als auch gildentechnisch. Und dann bin ich gespannt auf die ersten Angriffe von unserer Level 1 Gilde auf, ja, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Gilden hier im Umkreis. Ne? Ja, hatten wir schon mal einen Angriff gemacht? Ich weiß gar nicht, nee, wir haben, glaube ich, welche verloren, deswegen sind wir auf 60 Ehre, ja. Ja, das ist momentan der Stand hier auf W55 mit unserer Gilde, mit der Level 1 Gilde. Ansonsten auch vielen lieben Dank an jeden, der hier auch ja, in seiner Beschreibung für mich Werbung macht. Ne? Da hatte ich auch ein paar gesehen gehabt, die hier, ja, hier so ein bisschen das Ganze halt auch supporten in der Gilde, und das ja, da danke ich natürlich jeden sehr, der das auch macht an der Stelle. Ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Und ja, das ist momentan so ein bisschen das Projekt hier. Ne? Ich bin gespannt, wie lange wir das noch machen. Also ich möchte auf jeden Fall den ersten Raid mit unserer Gilde hier besiegen. Mal schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ansonsten, falls ein Platz frei wird, müsst ihr halt immer die Augen offen halten, so, ne? Gestern ist wieder einer geliefert, da hatte ich dann eine Einladung erstellt und nach 5 Minuten kam dann schon direkt der nächste rein. Also ihr müsst da schnell sein, da haben viele anscheinend wohl die Augen drauf geworfen, wie auf einen Würfeltisch. Und deswegen, ja, war es das erstmal soweit von dem Server. Ne, werde ich hier und da definitiv nochmal zeigen. Nur halt jetzt erstmal nicht mehr, erst wenn es wieder ein bisschen was Interessanteres zu zeigen gibt, den ersten Raid oder so. Ne, und wie das denn aussieht, ob wir scheitern werden oder vielleicht gewinnen. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, wie gesagt, geht es halt hier sehr, sehr langsam voran. Und das war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.